Auf der Suche nach Sinn, warum sich auch Manager und Führungskräfte mit Hermann Hesse befassen sollten. Die Sinnfrage ist unabhängig vom Lebensalter. Sie wird nicht nur von der jungen Generation Itten gestellt, sondern auch von älteren Menschen. Hat ein Mensch Sinn gefunden, ist er bekanntlich zu Höchstleistungen fähig. Wo kein Sinn mehr gesehen wird, schwindet die Leistungsbereitschaft und das eigene Leben wird wertlos empfunden. Vor einem Sinnproblem stehen häufig auch Manager und Führungskräfte am Ende ihrer Karriere. Sie fragen sich, war's das jetzt? Was kommt noch? Was haben all die Jahre eigentlich für einen Sinn gehabt? Habe ich meinen Job ehrenvoll erledigt? Habe ich Charakter bewiesen? Habe ich das, was mir an Talenten und Fähigkeiten mitgegeben wurde, nachhaltig genutzt? Wir verlangen viel von uns und wollen, dass unser Leben einen Sinn und ein hohes Ziel habe. Und das hat es auch immer wieder, trotz den Verdunklungen, schreibt der Schriftsteller Hermann Hesse am 7. Januar 1928 an seinen Sohn Bruno. Nach dem Tod des Autors im August 1962 nahmen die Söhne ihre eigenen Briefe an den Vater wieder an sich. Von Bruno an seinen Vater existieren 86 Briefe, von seinem Vater an ihn 500. Bei Heiner sind es 567 Briefe an den Vater, von Hermann Hesse an ihn 363. 300 der ausgewählten Briefe finden sich im Buch mit dem Vertrauen, dass wir einander nicht verloren gehen können. Die hier wiedergegebene Korrespondenz mit seinen Söhnen Bruno und Heiner setzt Anfang 1920 ein. 2 Jahre zuvor hatte Hesses erste Frau und die Mutter seiner Kinder, Mia Hesse-Bernoulli, einen psychischen Zusammenbruch und wurde in eine Klinik eingewiesen. Der 14-jährige Bruno kam als Pflegesohn zu einem befreundeten Ehepaar, der 4 Jahre jüngere Heiner lebte in Kinderheimen und Schulinternaten. Anfang Juli 1935 schreibt Hermann an seinen Sohn Bruno: Ich war nach mehr als 3 Jahren Krieg ganz verbraucht und verzweifelt. Mutti krank in der Anstalt, ihr Kinder unversorgt, die finanzielle Lage täglich schlechter, der Haushalt in Bern in halber Auflösung. Es war der Beginn der größten Prüfung und Belastung, die ich in meinem Leben durchzumachen hatte. Und wenn ich die paar Male nach Langnau kam, um nach euch zu sehen, dann tat ich es mit jedes Mal noch bedrückterem Herzen. Seinem Sohn Heiner vertraute er einige Jahre zuvor an, dass er immer große Schwierigkeiten hatte, seinem Leben einen Sinn und etwas wie Befriedigung zu geben. Einiges fand er in der Gewissenhaftigkeit der Arbeit und in der Kunst, die dafür sorgt, dass Menschlichkeit und Wahrheit fortbestehen. Das Prinzip Menschlichkeit ist die Basis von Motivation. Die Befassung mit diesen Briefen ist deshalb auch für Manager von Interesse, denn hier geht es um zeitlose Fragen. Was motiviert uns? Warum wird die innere Kraft nicht aus dem Einkommen geschöpft? Wie können Möglichkeiten geschaffen werden, dass jeder Sinn finden kann? In seinen Briefen an die Söhne bestärkt Hermann Hesse auch die Leser, ihren eigenen Weg zu gehen, ihre inneren Anlagen weiterzuentwickeln und ihren Platz im Leben zu finden. Besonders junge Menschen, die noch nicht genau wissen, was sie beruflich tun möchten und nach Sinn suchen, finden darin wertvolle Anregungen. Zum Beispiel, dass es keinen Sinn macht, ein ganz anderer sein zu wollen, als man ist. Gleiches gilt für Vorbilder und Ideale, die man nicht erreichen kann und nicht soll. Der Brief von Hermann Hesse an Bruno vom 6. Juni 1921 enthält alles, was Sie wissen und spüren sollten. Wer Lust und Begabung für einen bestimmten Beruf hat, sollte ihn ergreifen, auch wenn viele Schwierigkeiten damit verbunden sind. Wer aber nicht begabt ist, für den kommt es bloß darauf an, dass er nicht einen Beruf nimmt, zu dem er sich zwingen muss und der ihm zuwider ist. Zu den meisten Handwerken und Berufen braucht man gar nicht eine besondere Begabung, sondern man muss bloß mit Freude und Aufmerksamkeit das Nötige lernen, es ernst nehmen und sich vornehmen, seine Sache möglichst gut zu machen.